Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. Januar 2026. Neue Regeln für Kryptowährungen ab 2026. In Deutschland versteuern nur sehr wenige Menschen ihre Gewinne aus Kryptowährungen richtig. Laut einer aktuellen Studie sind es nur etwa 3%. Das bedeutet, viele Menschen melden ihre Gewinne beim Finanzamt nur teilweise oder gar nicht. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Entweder kennen die Nutzer die komplizierten Regeln nicht oder sie verschweigen ihre Gewinne absichtlich. Doch ab dem 1. Januar 2026 wird das schwieriger. Dann gilt eine neue EU-Regel. Ab diesem Zeitpunkt müssen Kryptobörsen alle Daten über Käufe und Verkäufe direkt an die Finanzämter melden. Damit werden die Gewinne für den Staat sichtbar. Auch bei Nutzern, die früher anonym waren. Influencerin stirbt nach Schönheits-OP in Moskau. Die 38-jährige Influencerin Julia Burzewa ist nach einer Schönheits-OP in Moskau gestorben. Sie hatte sich in einer privaten Klinik den Po aufspritzen lassen. Kurz nach dem Eingriff kam es zu einem schweren medizinischen Notfall. Trotz schneller Hilfe konnte sie nicht gerettet werden. Ärzte vermuten einen starken allergischen Schock. USA übernehmen Kontrolle über venezolanisches Öl. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, direkt in die Ölindustrie von Venezuela einzugreifen. Venezuela soll zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern. Trump hat erklärt, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von der US-Regierung kontrolliert werden. Das Öl soll per Schiff in US-Häfen gebracht werden. SPD plant Reform der Erbschaftssteuer. Die SPD möchte die Erbschaftssteuer ändern. Der SPD-Politiker Matthias Mirsch erklärte, dass sehr große Erbschaften in Zukunft stärker besteuert werden sollen. Seiner Meinung nach sollen reiche Erben mehr zum Gemeinwohl beitragen. Das Problem ist, heute gibt es viele rechtliche Schlupflöcher. Das führt dazu, dass normale Erben oft Steuern zahlen, sehr reiche Erben dagegen oft nicht. Die SPD betont dabei, es geht nicht um ein normales Haus oder ein kleines Erbe. Die neuen Regeln sollen nur für sehr hohe Erbschaften in Millionenhöhe gelten. Schafherde stürmt in Supermarkt. In Burgsinn haben rund 50 Schafe einen Supermarkt besucht. Die Tiere sind am Montag in eine Penny-Filiale gelaufen. Dort blieben sie etwa 20 Minuten im Kassenbereich. Die Schafe hatten sich zuvor von ihrer Herde getrennt und sich offenbar verirrt. Warum sie genau in den Supermarkt gegangen sind, ist unklar. Vermutlich sind sie einem Kunden gefolgt. Nach dem ungewöhnlichen Besuch wurde der Markt gereinigt. Der Supermarkt will keinen Schadensersatz vom Schäfer fordern. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.